Herzlich willkommen zu unserem Update Nummer 8. Wir sprechen über Fortschritte der diversen Projekte, Plastik zu Öl, Anlagenbau, Ölveredelung und zwei Neuheiten. Ich erkläre Ihnen wie immer den Status der Finanzierung. Wir suchen übrigens immer noch Personal. Wir hatten die Generalversammlung erfolgreich durchgeführt, hierzu ein paar Details. Eine Anmerkung nebenbei. Das letzte Mal hat man einen neuen Service von uns eingeführt. Wenn Sie eine Frage haben, stoppen Sie einfach das Video, schreiben Sie einen Kommentar, wir antworten in Kürze oder verpacken es im nächsten Update. Bleiben Sie also dran, gleich geht's los. Wie steht es um unsere Finanzierung? Grundsätzlich sind wir immer noch sehr komfortabel finanziert. Die Generalversammlung hat eine weitere Kapitalerhöhung von 1,7 Millionen gutgeheißen. Nutzen Sie also die Chance und sichern Sie sich eine Tranche. Die zwei neuen Obligationen laufen unseren Erwartungen entsprechend. Eine ist 6% Jahreszins mit 4 Jahren Laufzeit. Die zweite 6,8% Jahreszins mit 6 Jahren Laufzeit. Obendrauf, ganz neu, halbjährliche Zinszahlung. Sie wissen, wir garantieren die Zinszahlung. Das ist eine Frage meiner Erziehung. Bis heute haben wir die Zinsen immer pünktlich bezahlt. Und darauf sind wir wirklich stolz. Wie Sie wissen, hat sich die Aktie aus 2020 von 12 Franken auf 28 Franken entwickelt. Der Preis orientiert sich jeweils am Erfolg, am Fortschritt des Gesamtprojektes. In den nächsten Tagen werden wir Ihnen die finanziellen Aussichten kommunizieren. Weil wir mit zwei sehr großen Projekten in der Abwicklung sind, vermute ich, dass die nächsten Preiserhöhungen viel höher sein werden. Sichern Sie sich also Ihr Mitwirken, Ihren Anteil, Ihren Teil an der NESPA. Seien Sie ein Teil, wenn ein Traum Wirklichkeit wird, wenn wir aus Abfall Rohstoff machen. Wie steht es mit unserem Hauptprojekt Plastik zu Öl? Das letzte Mal erzählte ich, dass wir die erste Maschine nach Australien verkauft haben. Nun haben wir die ersten 2 Maschinen gebaut. Ursprünglich war die eine als Demonstrationsmaschine in Deutschland vorgesehen. Diese Maschine ging jedoch nach Australien. Die zweite wäre vorgesehen gewesen, um unsere Laboranlage zu ergänzen. Wir haben es vorgezogen, diese in die USA zu bringen. Das heißt, sie geht in diesem oder nächsten Monat auf die Reise. Warum dieser Wechsel? Ist es uns wirklich schwer gefallen. Aber wir können hier durch 2 Märkte bedienen und die Chancen ergreifen. Rein durch die Größe dieser Länder, in welchen die Politik bereit ist, eine einmalige Gelegenheit nutzen, unser Wachstum zu unterstützen. Wir wollten im 2. Quartal den Spatenstich mit der GOA in Aalen durchführen. Dies ist uns leider nicht gelungen, aufgrund des örtlichen Geschäftsführerwechsels. Nun geht dieser neue Geschäftsführer nochmals am 2.8. vor die Gesellschafterversammlung, um die Zustimmung nochmals einzuholen. Dies, obwohl bereits die Verträge bestehen. Derweil kämpfen wir an dieser Front weiter und haben natürlich andere Optionen eröffnet. Es muss also endlich möglich sein, dies in Deutschland zu realisieren. Ich bin jedoch zuversichtlich, bald weitere Erfolgsmeldungen verkünden zu können. Wie steht es mit der Ölveredelung in Hoyerswerda? Die erste große BIMSCH haben wir erhalten, die mit der Öffentlichkeitsbeteiligung. Nun geht alles nur noch vereinfacht über sogenannte Bauanzeigen. Das heißt, diese Woche gab es ein vereintes Treffen von allen Abteilungen, wo alle Eckdaten definiert wurden. Nun braucht das Amt ungefähr 6 Monate, um das finale Okay zu sprechen. Drücken Sie uns die Daumen, vielleicht können wir diese Zeit etwas kürzen, um diesen Schritt
von 6 Tonnen Tagleistung auf 100 Tonnen Tagleistung zu realisieren. Wir bauen natürlich parallel die ganze Hardware auf. Verfolgen Sie die News auf unserer Homepage. Dort haben wir ein Teil spezifisch hierfür eingerichtet. So können Sie miterleben, wie wir Schritt um Schritt wachsen. Wir hatten übrigens das erste Treffen mit den möglichen Gesellschaftern für Cuxhaven. Nun wird bis Mitte Juli eine sogenannte Tischvorlage vorbereitet, um bei der Behörde erstmal einzureichen. Dort gibt es in Kürze sicher weitere große Schritte zu verkünden. Freuen Sie sich also schon heute auf das nächste Update. Unser Anlagenbau. Die 2 ersten Anlagen sind im normalen Ablieferungsprozess. Nun warten wir auf die nächste Anzahlung aus einem Folgeauftrag aus Australien, über 6,6 Millionen Euro. Zurzeit haben wir Projekte mit einem ungefähren Volumen von 100 Millionen Euro in der Pipeline. Zum Beispiel in den USA realisieren wir eine Kooperation mit einem lokalen Projektprovider. Das heißt, die Inespa gründet direkt eine 50-50-Firma zusammen mit dem Amerikaner. Dies soll in den nächsten Tagen geschehen. Wir haben die Absicht, dort eine Endmontage aufzubauen, um die Bedürfnisse lokal zu befriedigen. Wir sind dort also nicht nur Maschinenverkäufer oder Maschinenbauer, sondern betreiben auch eigene Anlagen. Dieser Bereich des Anlagenbaus wird der sein, den wir am schnellsten in unserer Gruppe aufbauen können. Auch hier gibt es also bald wieder Neuheiten. Wir suchen stetig Personal. Seien Sie ein Teil unseres Teams. Wir sind ein sogenannter First Mover, ein dynamisches Unternehmen mit super kurzen Entscheidungswegen, wo der Geist des Aufbruchs gelebt wird. Wir suchen immer noch in Deutschland Aalen oder Hamburg. Alle Stellen sind auf unserer Homepage unter dem Titel Offene Stellen. Haben Sie Lust, mit uns zu kämpfen? Melden Sie sich unter info@enespa.eu. Wir freuen uns auf Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf. Bis bald! Wir hatten am 29. Juni unsere Generalversammlung mit einem anschließenden Event. Vorneweg, es war ein super Erfolg. Wir durften sehr viele positive Stimmen sammeln. Die Zahlen im Geschäftsbericht sind noch nicht da, wo sie sein sollen. Wir haben uns an vielen Ecken verbessert. Den Break-Even haben wir jedoch noch nicht erreicht. Wir investieren und bauen immer noch auf breiter Front auf. Wir hatten in der Gruppe erst einen 6-stelligen und dann einen 7-stelligen Umsatz versprochen. Und dieses Jahr peilen wir 8-stellig an. Eine sportliche Herausforderung, aber ich bin fest überzeugt, wir schaffen das. Der Geschäftsbericht ist öffentlich und kann auf unserer Homepage eingesehen werden. Beim letzten Update hatten wir Ihnen die neue Broschüre angekündigt. Konnten Sie sie schon lesen? Seien Sie gespannt. Sie finden den Link wiederum unten in der Beschreibung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Geschäftsberichtes und natürlich der Broschüre. Wie Sie sicher wissen, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist die günstigste. Hat es Ihnen also gefallen? Erzählen Sie es weiter. Empfehlen Sie uns an Freunde und Bekannte. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn. So verpassen Sie keine News. Ein kleines Thema nebenbei. Nebst all den Vorteilen wie Flexibilität, auf Kundenwünsche eingehen und nicht von der Kapazität der großen Logistiker abhängig zu sein, haben wir endlich unseren eigenen LKW in Betrieb. Schauen Sie sich die Bilder auf unseren Kanälen an. Wir sind wirklich ganz stolz darauf. Ich freue mich wie immer bereits heute auf das nächste Update. Eins kann ich Ihnen schon heute verraten. Das letzte Mal verkündete ich, dass wir bald Reifen verarbeiten werden. Wahrscheinlich sind wir beim nächsten Update soweit,
dass wir den einen oder anderen Fortschritt verkünden können. Seien Sie dabei, wenn wir aus Abfall Rohstoff herstellen. Bis bald und alles Gute!